Willkommen zu einem Infovideo über die besten Schiffsmodule. Ausführlich mit allen Notwendigkeiten, die man dafür hat. Und vergesst nicht, ein Abo zu hinterlassen oder ein Like oder eben auch ein Hype auf einem Smartphone. Und danke dafür schon mal vorab. In der Videobeschreibung an den Zeitlinks könnt ihr auch die einzelnen Abschnitte vom Video direkt ansteuern und außerdem ist dort ein Link auf ein zweites Video über die Voraussetzungen, alle Schiffsmodule freigeschaltet zu bekommen. Das würde ich euch dann auch noch ans Herz legen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ein weiterer Link ist in der Videobeschreibung über das schnelle Erlernen des Fliegenskills, den man ja auch benötigt für die B- und C-Module, um diese Schiffe dann fliegen zu können. Wenn jetzt nicht explizit angegeben, findet ihr die Module alle bei den Werften hier von den United Colonies oder auch bei Freestar Collective in diesen beiden Sternenhäfen oder auch bei den Schiffshändlern in den Städten. Wir beginnen mal mit den Modulen, die von der Klasse unabhängig sind, egal ob A, B oder C, können die überall eingebaut werden. Und das sind die Tanks und die Frachtmodule. Der größte Tank ist dieser Helium-3-Tank 900T mit einer Kapazität von 650, das sind Tonnen oder Kilogramm, weiß ich nicht. Baut man jetzt noch zusätzlich diesen Helium-3-Tank 500T ein, hat man dann über 800 Tonnen oder Kilogramm Treibstoff dabei und das erlaubt einem den Sprung wirklich quer durch die ganze Galaxis von einem Ende zum anderen in einem Rutsch. Eine Mindestsprungweite von 28 Lichtjahren oder mehr sollte man dafür allerdings auch noch haben. Wer noch keinen Raumschiff-Design-Skill hat, keinen Rang erworben hat da, der muss dann eben zu solchen kleineren Tanks greifen, wo links unten hier kein Skill angegeben ist. Den muss er sich dann eben einbauen und dann gegebenenfalls mehrere Tanks einbauen. Genauso verhält es sich mit den Frachtmodulen und allen anderen Modulen. Wer halt da noch keine Raumschiff-Design-Skill erlernt hat, ja, der muss eben zu den Sachen greifen, wo noch kein Skill erforderlich ist. Da wird allerdings jetzt an den weiteren Modulen auch keine Rücksicht mehr drauf genommen. Den größten Frachtraum hat hier das Frachtmodul Galeon S204 mit 1480 Tonnen oder Kilogramm. Das wird im Schiffsbilder freigeschaltet ab Stufe 32 an den Skill-Levels und mit Raumschiff-Design Rang 3. Der größte abgeschirmte Frachtraum, der ist leider nur 240 groß, der halt vor Scannen schützt. Abgeschirmte Frachträume gibt's nur in Red Mile auf Porrima 3. Der beste, also stärkste Reaktor für Klasse A Schiffe ist der Speromag DC-202. Für ein Klasse A Schiff ist der beste, also stärkste Antrieb der White Dwarf 3030. Als stärksten Grafantrieb, also Sprungantrieb, nehmen wir hier den R4000 Alpha für ein Klasse A Schiff. Es gibt hier allerdings eine gleich starke Alternative, das ist der Helios 400 für Klasse A Schiffe. Der benötigt nur Raumschiff Design Rang 1 und auch einen Skill-Level weniger. Das stärkste verfügbare Schild für ein Klasse A Schiff ist dieser Deflector SG60, der allerdings erst dann frei ist, wenn man den Skill-Level schon mal hochgeskillt hat bis 56 und Raumschiff Design auf Rang 4. Kommen wir zu den Klasse B Schiffen. Und zwar braucht man dafür natürlich zunächst mal Fliegen Rang 3 als Skill. Wie man den am schnellsten erwirbt, da gibt es ein Video, da ist ein Link in der Videobeschreibung dafür. Und wir brauchen hier schon den Skill Level 60 für diesen fetten Trägheitsreaktor für ein B-Schiff. Der stärkste Antrieb für Klasse B ist dieser Antrieb DUN 71. Für den braucht man allerdings auch schon Skill Level 56 und Raumschiff Design Rang 4. In ein Schiff mit einem Reaktor Klasse B, der dann über die Schiffsklasse entscheidet, kann man allerdings auch Klasse A Module einbauen, nur mal so bemerkt. Und in Klasse C Schiffe ginge das natürlich auch, dass man da Klasse B und Klasse A Module einbaut. Anders gesagt, in die Schiffe der höheren Klassen kann man die Module der kleineren Klasse auf jeden Fall auch einbauen. Und das sind wir jetzt beim Grafantrieb, dem Sprungantrieb für Klasse B. Der wird im Schiffsbilder freigeschaltet mit Raumschiff-Design Rang 2 und wenn man den Skill Level 33 erreicht hat. Das ist der stärkste Klasse B Sprungantrieb.
Defender 28T heißt der stärkste Klasse B Schildgenerator. Der ist sogar schon ab Skill Level 24 verfügbar, braucht allerdings auch Raumschiff Design Rang 4. Das ist schon fast der stärkste Schildgenerator, den es überhaupt gibt. Fast. Eine der stärksten Reaktoren im Spiel, Klasse C, da sind wir jetzt, in der höchsten Schiffsklasse, ist der Scherflussreaktor SF40. Wir brauchen dafür natürlich für Klasse C dann wieder für den Reaktor Fliegen Rang 4 und dann Skill Level 57, dafür wird er freigeschaltet und dann Rang 4 im Raumschiffdesign. Als Alternative gibt es aber hier noch den erst ab Skill Level 60 freigeschalteten Reaktor Pinch 8Z. Der ist noch einen Tacken besser als der Scherflussreaktor, weil er eine schnellere Reparaturrate hat und einen höheren Reaktorzustand. Allerdings geht das zu Lasten der Masse. Ab Skill Level 58 und Raumschiffdesign Rang 4 hat man Zugriff, er wird einem freigeschaltet, dieser Poseidon DT230 Antrieb, der so der stärkste ist. Ab Skill Level 57 mit Raumschiffdesign Rang 4 kriegt man auch schon den Antrieb Supernova 2200. Der ist unerheblich schwächer als der Poseidon DT230. Allerdings, man kann das ja ausgleichen mit dem Einbau von weiteren Antrieben, zum Beispiel die Klasse B oder sogar Klasse A sind, um dann praktisch noch mehr Schub und so zu haben. Ja, weil das muss ja nicht dann bei einem einzigen oder zwei Antriebsmodulen bleiben. Je nachdem, wie viel Platz man im Schiff hat. Das ist halt auch eine Sache der Optik. Mir gefällt zum Beispiel einfach diese Supernova viel besser, weil er rund ist, statt diese viereckige, den finde ich einfach ein bisschen hässlich. Deswegen habe ich mir den nicht eingebaut. Das teuerste ist auch nicht immer das stärkste, weil da gibt es noch, wie man sieht, hier teurere Antriebe. Die haben allerdings andere Vorteile. Das sind nicht die stärksten vom Schub her. Aber die brauchen zum Beispiel wenige Raumschiff-Design-Skill oder teilweise wie dieser SAL 6830, der teuerste, der braucht gar keinen Raumschiff-Design-Skill und der ist etwas stärker im Antriebszustand und braucht weniger Energie. Das ist so dein Vorteil. Dafür hat er dann allerdings auch weniger Schub. Mit Raumschiffdesign Rang 4 wird einem bei Skill Level 54 der Graph-Antrieb J52 Gamma freigeschaltet, der stärkste Graph-Antrieb mit der stärkste ist. Es gibt noch einen zweiten, der 50 Schub bringt. Das ist dieser Apollo GV300. Der hat halt im Unterschied die Masse und dann eben auch wieder den Zustand, den Sprungzustand zu dem Gamma. Da ist der Unterschied zu finden zwischen den beiden. Für welchen man sich da entscheidet, ist eigentlich so, ich sag mal, fast Jacke wie Hose. Vielleicht auch der Preis, weil der Apollo ist halt etwas preiswerter. 50 Schub bringen die beide, das heißt die Sprungweite von den beiden, die dann daraus resultiert, die ist identisch. Die werden auch beide gleichzeitig mit dem Skill Level 54 freigeschaltet. Mit Raumschiffdesign Rang 4, aber schon bereits beim Skill Level 27, bekommen wir das stärkste Schild, das es gibt, diesen Assurance SG 1800. Den kann man sich dann auch noch drauf pflanzen aufs Schiff. Das war's erstmal soweit für die wichtigsten Module. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, was ist mit den Waffen? Ja, das mit den Waffen ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt immerhin 5 verschiedene Waffentypen. Der Unterschied zwischen denen ist dann eben, welche Art von Schaden die austeilen. Und da haben wir Laserwaffen, die nur aufs Schild gehen. Wir haben dann ballistische Waffen, die nur auf die Hülle gehen. Wir haben Teilchenstrahlwaffen, die gehen auf beides gleichzeitig, gleich stark, genauso wie die Raketen eben auch. Die beschädigen also sowohl Hülle als auch Schild bei einem Gegnerschiff. Und wir haben dann noch diese EMP-Waffen, mit denen man dann gezielt einzelne Schiffsmodule des Gegners kaputt schießen kann. Und da gibt es sehr große Unterschiede und sehr viele Varianten. Und dann gibt es auch noch automatische Waffen in jedem Bereich. Also wie gesagt, das ist ein eigenes Video wert. Und so ein Video zusammenzustellen ist stundenlange Arbeit. Zumindest wenn man es ordentlich machen will und nicht einfach so wusch hingehuscht.
Deshalb sind die Waffen hier an der Stelle jetzt erstmal nicht erwähnt. Ich muss mal sehen, dass ich darüber dann ein eigenes Video mache, aber wie gesagt, ich muss dann alle Waffen durchtesten, ich muss die mir alle anschauen. Dann muss ich für ein Video das Konzept entwerfen, in der Abfolge, in der Reihenfolge. So wie hier bei dem Video ich das ja auch machen musste. Der Zeitaufwand für so ein Video ist dann eben auch nicht unerheblich. Von daher an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen, danke für ein Like, danke für ein Abo, danke für einen Hype von Smartphone-Usern und erstmal tschüss bis zum nächsten Video.